Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres Abenteuers Erleuchtung im Westen des Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, in dieser Episode kehren wir zurück zu unserer Heimatstadt Autoch und ich bin mal gespannt, welche Ziele wir erreichen müssen. Wenn Autoch zum Zentrum der Forschungsreisen werden soll, muss es größer und wohlhabender werden. Leider ist das Land um die Stadt herum nicht sehr fruchtbar. Autoch wird niemals zu einer mächtigen Stadt, wenn nicht andere Quellen für Nahrungsmittel und Bedarfsartikel erschlossen werden können. Zum Glück versorgen die Götter all jene, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Athene, Demeter und Dionysos trachten danach, von dir verehrt zu werden. Sie haben versprochen, das Land fruchtbar zu machen, wenn du ihnen ein Heiligtum erbaust. Dem unsterblichen König Atlas hat es schon immer gefallen, etwas zu erbauen. Er wird dir gewiss freudig dabei helfen, die Heiligtümer für die Götter zu errichten, wenn du zuvor eines zu seinen Ehren erbaust. Der Titel dieser Episode lautet Hilfe von oben. Ja, und die Götter Demeter, Athene und Dionysos wollen uns helfen, dass wir Autoch weiter ausbauen können, indem sie unser Land fruchtbarer machen. Dafür müssen wir für diese Gottheiten die Heiligtümer errichten. Wir müssen aber auch 48 Marmorplatten und 20 Krüge Olivenöl für die Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, da haben wir einiges vor uns und wir kehren zurück nach Autoch. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, da wir in der letzten Episode ja unsere Kolonie Biminis gegründet haben. Gut, wir gehen wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der ersten Episode haben wir hier unser erstes Stadtgebiet aufgebaut und auch schon recht weit entwickelt. Haben hier unseren Stadtpalast. Und hier die einzigen fruchtbaren Bereiche, wo wir Weizen und Oliven anbauen. Ja, und Olivenöl produzieren wir auch schon fleißig. Ja, und ihr seht, Wolle müssen wir ja einkaufen und Wein haben wir jetzt schon geschenkt bekommen. Autoch hat jede Menge Marmorvorkommen. Hier haben wir unsere Steinmetzwerkstätten mit den Lagerhäusern. In der Nähe hier der Küste, wo wir auch unsere Piere der Handelspartner haben. Hier haben wir Diaprea, wo wir unsere Wolle einkaufen und wo wir Marmor verkaufen können. Ja, und hier haben wir den Handelspartner Atlantis, wo wir Aurikal verkaufen. Und hier das Pier von Ampha, wo wir Holz einkaufen können für unsere Bauwerke und Heiligtümer. In der ersten Episode haben wir auch schon das Heiligtum für Atlas gebaut. Ja, und hier haben wir unser Aurikalvorkommen mit den Metallhütten und den entsprechenden Lagerhäusern. Ja, den Pausenmodus können wir jetzt aufheben. Ja, und ich möchte als erstes das Heiligtum der Demeter bauen, weil wir damit unsere Nahrungsmittelversorgung erheblich verbessern können, wenn wir jetzt hier unsere Wohngebiete weiterentwickeln. Ja, und später werden wir auch schon das zweite Wohngebiet natürlich aufbauen. Das Heiligtum der Demeter möchte ich gegenüber dem Heiligtum von Atlas bauen. Dafür werde ich mal hier den Weg jetzt mal ein bisschen weiterführen. Hier können wir hoch, das führen wir es direkt zu dem Heiligtum von Atlas. So, und hier haben wir zwei Aufgänge, einmal hier. Dann können wir das so entsprechend hier verbinden und führen dann hier, oh, das war nicht richtig. Und führen dann hier den Weg runter. So, und dann können wir das hier auch so bauen. So. Ja, und hier können wir jetzt das Heiligtum bauen. Die Lage ist sehr gut, denn hier können wir den Weizen in alle Wohngebiete dann entsprechend transportieren. So, haben wir denn genug Marmor? Was brauchen wir denn? Also wir können neben den drei Heiligtümern auch die Zitadelle des Poseidon und die Oase der Aphrodite errichten. Sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, und Athene ist auch in der Stadt, macht Werbung, aber wir bauen ja für dich ein Heiligtum. Es wird aber jetzt erstmal der Garten der Demeter errichtet. So. Und da müssen wir ein bisschen Wald hier wegnehmen.
So, denkt bitte daran, dass um das Heiligtum der Demeter fruchtbares Land dann besteht. Das heißt, wir brauchen hier einen entsprechenden Abstand, und zwar so, damit wir auch vor dem Heiligtum Farmen errichten können. So, haben wir genug Marmor? Haben wir, wunderbar. So, und das müsste jetzt eigentlich passen. Die Weizenfarm, nee, das passt nicht richtig, das ist zu viel Abstand. Nochmal zurück. Da habe ich mich verzählt. Moment, 1, 2, 3 und der Weg, so muss es sein. Genau, auch noch richtig rum. Jetzt können wir hier entsprechend einen Weg bauen. Und dann werden wir später um das Heiligtum einen Weg führen und können wir hier überall Weizenfarmen errichten. Damit sind wir, glaube ich, richtig gut versorgt mit Nahrungsmitteln. Ja, wir errichten hier die Kunsthandwerkergilden. 2 Stück, das reicht. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Gut, dann parzellieren wir jetzt hier auch nochmal im Wohngebiet die restlichen Parzellen aus. Ja, das sieht ganz gut aus. So, und hier gibt es eine Kleinigkeit, die ich verkehrt gebaut habe. Ihr seht hier die Klinik. Diese Klinik hat aber aufgrund der Prachtstraße, die ich hier gebaut habe, an 2 Seiten entsprechend Straßenanschluss. Und hier sehen wir den Arzt, der jetzt hier an dieser Prachtstraße entlang geht. Das sollten wir ganz schnell ändern, sonst haben wir nämlich gleich eine Seuche. Das heißt, da müssen wir die Prachtstraße wegnehmen. Da können wir jetzt hier noch die Säulenreihe bauen. So. Und dann geht der Arzt auch gleich hier entlang. Gut. Da haben wir, glaube ich, nochmal Glück gehabt, bevor die Seuche ausbricht. So, und da sehen wir entsprechend die Kunsthandwerker. Und wir haben 2 Kunsthandwerkergilden, die normalerweise einen Kunsthandwerker immer ausbilden, aber aufgrund des Heiligtums von Atlas wird immer ein zusätzlicher Kunsthandwerker pro Kunsthandwerkergilde ausgebildet, sodass wir jetzt 4 Kunsthandwerker hier haben. Das ist natürlich super. So, wir können aber auch zu Atlas beten. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, und das tut er dann auch. Hier sehen wir ihn, wie er sich jetzt vor dem Bauwerk aufbaut. So, und er versorgt die Kunsthandwerker mit jede Menge Baumaterial. Also es ist noch keine einzige Ladung Marmor gekommen, aber unsere Kunsthandwerker können dank Atlas schon kräftig bauen. Also, diese Gottheit ist wirklich richtig gut, wenn wir viel bauen müssen. Ja, und das werden wir wahrscheinlich in diesem Abenteuer auch zu Genüge machen. Monumente und Heiligtümer bauen. Ja, wir lassen jetzt mal hier unsere Kunsthandwerker bauen. Was brauchen wir denn eigentlich? 94 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 10 Skulpturen. Okay, Skulpturen. Wir gucken mal eben. Neusus verkauft Skulpturen. Das ist gar nicht so schlecht. Die könnten uns doch welche geben, oder? Ja, das geht. Wunderbar. Vielen Dank. Dann brauchen wir aber noch ein Warenlager für. Das kann dann jetzt, das packen wir hier hin. Sperre ein bisschen verschieben. So. Und dieses Warenlager nimmt jetzt noch Skulpturen an. Ja, wir kriegen normalerweise 6 Skulpturen, 2 haben wir, das heißt, wir brauchen noch 2 und wir haben auch noch Holz schon hier im Warenlager, 11 Einheiten. Dann sollten wir hier entsprechend auch schon mal Holz einkaufen, 16 Einheiten, das können wir so lassen. Ja, wir könnten jetzt das Pier von Neusos bauen, allerdings Neusos ist jetzt nicht so interessant. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, wir haben hier in Südamerika
Kakal kauft Wolle und verkauft Orangen, uninteressant. Palanque kauft Olivenöl und verkauft Holz, im Moment noch uninteressant. Unsere Kolonie Biminis zahlt uns 6 Amphoren Wein jährlich. Solltet ihr mit der Kolonie Kopan weiterspielen, wird euch diese Kolonie 8 Einheiten Holz jährlich als Tribut zahlen. Allerdings fehlen euch dann die Handelspartner Jem und Yipnal von den Ozeaniden. 5. Mal kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Seeigel. Xiliuf kauft Skulpturen, verkauft Seeigel und Orikal. Ja, und Jem kauft Marmor, verkauft uns Seeigel und Bronze. Das ist noch interessant. Wir könnten, glaube ich, dann Skulpturen selber herstellen. Ja, am Verkauf Weizen verkauft uns Orangenholz und Rüstungen. Neusus kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft uns Orikal und Skulpturen. Artium kauft Rüstung und Skulpturen und verkauft uns Weizen und Wein. Diaprea kauft Marmor, verkauft uns Wolle und schwarzen Marmor. Ja, und Atlantis kauft Bronze und Orikal und verkauft uns Olivenöl. Ja, ich stelle fest, dass wir mit Wein eigentlich gar nichts anfangen können. Wir können ihn weder momentan nutzen noch verkaufen. Wir können ihn höchstens verschenken. Und wir kriegen ja auch noch Wein als Tribut. Also eigentlich bräuchten wir das Heiligtum für Dionysos gar nicht zu bauen. Aber müssen wir nun auch bauen. Das werde ich, glaube ich, hierhin bauen. Wenn wir später im Abenteuer mal Wein verkaufen, haben wir das hier sehr nah an unseren Pieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, der Arbeitsmarkt sieht gut aus, aber wir brauchen ja noch Mitarbeiter für das Heiligtum später. Und ich möchte ja dann jetzt doch eine Skulpturenproduktion aufbauen. Wir brauchen die Skulpturen für die anderen Heiligtümer und wir können sie lukrativ verkaufen. Und eine Preissteigerung für Marmor. Sehr gut. Marmor können wir jetzt teurer verkaufen. Und Neusus gewährt uns die Skulpturen. 6 Stück. Vielen Dank. So. Ja, hier entwickeln sich unsere Wohnungen weiter. Wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus? Da produzieren wir zu wenig, obwohl das Silo voll ist. Okay, dann bauen wir erstmal weitere Weizenfarmen noch hier auf. Da geht es nicht mehr. Wo geht es hier? Da, okay. Ja, das ist nicht schlecht. Dann bauen wir das so rum. So, dann können wir aber auch hier schon die Verschönerungen bauen. Gut, dann kann sich dieses Wohngebiet nämlich jetzt komplett entwickeln. Genau, das sieht gut aus. So, Holz ist eingekauft worden. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, wir können eigentlich auch jetzt mal Marmor verkaufen. Wir produzieren, glaube ich, mehr als genug. Also hier können wir bei Diaprea mal den Marmorverkauf wieder starten. So, für unsere Skulpturenproduktion brauche ich das Pier von Jem. Das passt hier hin. Das verbinden wir hier direkt. Und dann können wir hier ein Lagerhaus bauen. Ja, Biminis zahlt den Tribut, 6 Amphoren Wein, nehmen wir mal an, können wir nachher verschenken. So, dieses Warenlager nimmt Skulpturen und Bronze an. Sehr gut. So, und dann kann hier Marmor verkauft werden, auch 12 Einheiten. Halt, ich muss die Bronze noch einkaufen. So. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir mal... Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Ja, Poseidon, ich weiß, aber auch für dich werde ich jetzt momentan kein Heiligtum bauen. So, 2 Skulpturen, Werkstätten. Ja, das ist mir klar, ich weiß. So, den Weg führen wir mal so hier weiter. Ja. Passt das denn? 1, 2, 1, 2, 1, 2,
eins. Ach, schade. Das passt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal, machen wir es so. Dann haben wir hier noch Möglichkeiten, Gewerbestätten zu bauen. Ja, dann können wir jetzt hier die Skulpturen produzieren. Aurikal verkaufen wir, Marmor verkaufen wir jetzt auch. Wir brauchen 25 Arbeiter, dann können wir das mal auf Hoch stellen. Ja, das passt. So, und ich baue noch eine Steinmetzwerkstatt hier auf. Dafür müssen wir aber die Sperre hier versetzen. So. Ja, ihr seht, wir haben jede Menge Wein, den keiner haben möchte. Ja, Neusus, du kriegst jetzt Wein von uns geschenkt. Komm her, mittleres Geschenk Wein, kannst nichts mit anfangen, ist aber auch egal. Ja, Ampfer kriegt auch nochmal Wein. Da können wir das Holz nachher mal fordern. So, nun sieht ja schon wieder etwas besser aus. Ja, wir sollten jetzt auch anfangen, das zweite Wohngebiet auch schon zu planen und zum Teil zu parzellieren. Ja, bitte, gern geschehen, da wir ja für unser Heiligtum auch noch Mitarbeiter brauchen. Ja, und mitten beim Aufbau unseres zweiten Wohngebietes haben wir schon die 2000 Einwohner-Marke erreicht. Sehr gut, ja, und ihr seht, das zweite Wohngebiet ist genauso aufgebaut natürlich wie das erste und liegt parallel hier zu dieser Prachtstraße. So, dann können wir jetzt hier auch schon die einfache Agora bauen mit den Lebensmittelhändlern. Natürlich brauchen wir Sperren. Wir brauchen einen Brunnen und einen Architekten. Na. So, und wir brauchen Alleen. So, und dann können wir schon ein Teil parzellieren, nämlich hier. Ja, das sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. Naja, Steuern können wir hier auch schon direkt erheben. So, ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, und jetzt ist das Silo auch leer. Wir haben Mai. Na, das wird ein bisschen knapp werden hier. Ja, Neusus, Dank für das Geschenk. Gern geschehen. Ja, wir haben ja hier unsere Weizenfarmen hier erweitert. Da ist noch ein kleines Stückchen fruchtbares Land. Ja, komm, dann bauen wir jetzt da noch die letzten Weizenfarmen auf, die wir aufbauen können. Ja, das war's. Also das ist das Einzige an Weizenfarmen, die wir jetzt hier tatsächlich errichten konnten. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt hier den Garten der Demeter auch fertigstellen. Aber wir sind fleißig dabei. Denke mir mal, dass wir schon gleich das Tempelgebäude bauen können. Ja, neue Bürger wandern in unser zweites Wohngebiet. Wir sollten jetzt nicht vergessen, hier auch eine Klinik zu errichten. Die kann hier hin. Ja, das passt. Dann können wir nämlich hier auch direkt diese Säulen ringsherum bauen, damit der Arzt auch tatsächlich nur in diesem Wohngebiet entlang geht. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Hier können auch noch Säulen hin. Ja, also mir gefällt das schon sehr gut. Ja, aber ich denke mal, wir produzieren jede Menge Marmor. Wir können unsere Heiligtümer damit aufbauen und unsere Exporte bedienen. Das ist doch gut. Ja, und hier haben wir schon die 2 Skulpturen, die wir noch brauchen für unser Heiligtum. Ja, wir kriegen eine Mitteilung, dass in Atium militärisch aufgerüstet wird. Ja, das sollen sie gerne machen. Ja, und Dionysos besucht uns auch schon. Und ist auch schon wieder weg. Mittlerweile ist das Silo auch wieder gefüllt und wir sehen hier einige Karren, Schieber mit Weizen, die warten, dass das Silo weiter hier Kapazitäten frei macht. Jetzt gerade wird es wieder weiter aufgefüllt.
So, jetzt haben wir relativ viel an Arbeitslose. Das Lohnniveau kann man wieder auf normal. Dann reicht das. Ja, der Weg ist wirklich sehr weit, den ja unsere Elefanten mit dem Baumaterial gehen müssen. Aber da kommt die letzte Ladung Marmor für die Bodenplatten. Dann kann mit dem Tempelgebäude auch tatsächlich angefangen werden. Ja, wir haben ja Jahresanfang. Liminis zahlt sein Tribut, nehmen wir an. Ja, und leider haben wir im Moment viel zu viel Arbeitslose. Ich hätte nicht so viel parzellieren sollen. Das war ein bisschen unklug von mir. Wir reißen tatsächlich hier mal ein paar Wohnhäuser ab, so leid mir das tut. Aber ich muss das hier ein bisschen runterbringen, weil das dauert noch ein bisschen, bis das Heiligtum der Demeter fertiggestellt ist. Ja, da kommt Marmor für das Tempelgebäude. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? So, ja, dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis weiteres Baumaterial angeliefert wird. Ja, wir bekommen eine erste Forderung. Die Aprea braucht Marmor. 9 Marmorplatten in 5 Monaten können wir sofort losschicken. So, und dann kommt schon wieder Holz. Und Marmor. Wunderbar. Oh ja, jede Menge kommt dort. Ja, es ist auch ein großes Heiligtum für Demeter. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich das Heiligtum der Demeter baue, stelle ich gerade fest. Gut. In der Stadt mangelt es an Nahrung. Oh ja, wir sehen, es ist Juni, es wird jetzt Gott sei Dank bald geerntet, aber hier auf der Agora im ersten Wohngebiet haben wir keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. Wir haben unsere Entwicklung ein bisschen zu schnell hier vorangetrieben. Ich muss hier weiter noch ein paar Wohnungen abreißen. Das bringt alles nichts. So, okay. Ist immer noch recht viel, ne? Und wir kriegen eine Mitteilung, dass in Diaprea auch militärisch aufgerüstet wird. Aha. So, Gott sei Dank, der Weizen wird ins Silo gebracht. Da macht sich auch schon die Marktfrau auf den Weg. Wird auch jetzt dringend Zeit. Haben denn die Wohnhäuser noch Nahrung? Moment. 60, das ist nicht viel. Nein, nein. Aber es kommt jetzt Gott sei Dank neue Nahrung. Na gut. Das sollte jetzt erstmal, glaube ich, reichen. Ja, dieses Heiligtum, das Heiligtum der Demeter, liegt auch am weitesten entfernt von den ganzen Baustoffen. Wenn wir das fertiggestellt haben, die nächsten werden doch wesentlich schneller errichtet, aber da kommt jede Menge Marmor wieder. Damit kann das Tempelgebäude fertiggestellt werden. Ja, Diaprea schätzt uns mehr, da wir den Marmor geliefert haben. Gerne. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben keine Viehzucht in diesem Abenteuer in unserer Heimatstadt Autoch. Das heißt, die
Priester aus den Tempeln bedienen sich aus dem Silo. Von daher haben wir da einen stärkeren Verbrauch von Lebensmitteln. So, Gott sei Dank ist jetzt das Tempelgebäude fertiggestellt. Ja, und jetzt kommen die Skulpturen. Das ist ja Gott sei Dank nicht weit weg. Ja, 4 Skulpturen für 4 Kunsthandwerker. Wunderbar. So, und da sehen wir schon eine Rückentwicklung im ersten Wohngebiet wegen den fehlenden Nahrungsmitteln. Aber jetzt können ja hier entsprechend wieder eine Versorgung aufgebaut werden. Da bringt die Marktfrau gerade schon wieder jede Menge Nahrungsmittel zur Agora. So, ja, jetzt haben wir genug für alle, aber da sollten wir jetzt gleich, sobald das Heiligtum fertiggestellt ist, noch ein paar Weizenfarmen bauen. Ja, aber ich glaube, der Hausierer geht jetzt gerade an den Wohnhäusern entlang und die Marktfrau hat auch Nahrungsmittel. Ja, das sieht gut aus. Die entwickeln sich jetzt auch wieder weiter. Ja, und hier werden die Skulpturen schon alle aufgestellt. Das sieht gut aus. Und schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere 6 Amphoren von unserer Kolonie. So, 3 Skulpturen brauchen wir noch. Dieses Warenlager können wir jetzt abreißen. So, und da sind die restlichen 2 Skulpturen. Das heißt, wir können mit dem Verkauf von Skulpturen beginnen. So, Ziljuf kauft Skulpturen und verkauft uns auch Seeigel und Aurikal. Artium würde auch Skulpturen kaufen, würde uns Weizen und Wein verkaufen. Ja, das produzieren wir ja selber. Ja, dann würde ich sagen, Ziljuf ist eigentlich recht interessant. Bauen wir doch das Pier davon. Da, und das müsste genau hier hinpassen. Wunderbar. So, dann können wir jetzt hier auch die Skulpturen verkaufen. Ja, und Segel könnten wir dann auch noch einkaufen, wenn wir wollten. Wobei, vielleicht sollten wir die Skulpturen gar nicht verkaufen, weil wir müssen ja auch weitere Heiligtümer bauen. Nee, das stimmt. Warten wir erstmal. Die brauchen wir selber. So, und da kommt wieder jede Menge Baumaterial, Skulpturen und Holz. Ja, damit kann die große Statue der Demeter fertiggestellt werden. Sehr schön, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier noch hinkommt. Also ein Altar muss ja noch gebaut werden. Oder kommen dann mehrere Altare hin? Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal, was da passiert. So, ja, an allen 3 Bauplätzen haben die Kunsthandwerker Stellung bezogen und es kommen jetzt nochmal 3 Ladungen Marmor. Okay. Aha, es werden also 3 Altare gebaut. Okay. Somit ist das Heiligtum der Demeter fertiggestellt. Oh, Gott sei Dank. Ja, wir brauchen Mitarbeiter. Wie viel brauchen wir denn? 17. Naja, da erscheint auch schon Demeter. Und jetzt sehen wir hier um das Heiligtum einen Kranz von fruchtbarem Gebiet. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier als erstes einen Weg drumherum bauen, damit wir wirklich überall Farmen
bauen können. Und der Vorteil ist natürlich, dass Demeter natürlich diese Farmen segnet. Das ist natürlich nicht schlecht. So, hier kommen jetzt die Weizenfarmen hin. Bauen wir mal 4 Stück. Hier kann entsprechende Sperre hin. Da wird nämlich schon gesegnet. Und wir brauchen hier natürlich einen Architekten. So, wunderbar. All das ist schon ein großer Vorteil. Dass wir jetzt hier jede Menge Weizenfarmen bauen können. Okay, dann parzellieren wir jetzt wieder im zweiten Wohngebiet die Parzellen aus. Jetzt können wir ja jede Menge Nahrungsmittel produzieren, weil ich würde jetzt das Heiligtum der Athene bauen. Ja, Athene segnet ja unsere Olivenpressen und deswegen wird das Heiligtum natürlich hier hingebaut. Das ist hier, glaube ich, das letzte Feld fruchtbaren Landes. Ja, okay, dann können wir die Straße so bauen. Und dann führen wir das so. Ja. Und so. Okay. Dann können wir das Heiligtum nämlich wunderbar hier platzieren. Entsprechend drehen. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgedreht. So. Nein, wir haben es verkehrt rumgedreht. Okay, nochmal zurück. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. So. Dann nochmal. So. Ja, wir machen natürlich das ein bisschen hier noch entfernt, damit wir hier eine Allee bauen können. So. Gut. Die Kunsthandwerker Gilden können wir hier abreißen. Die bauen wir jetzt hier auf. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das finde ich gut. So, ja, ich würde jetzt Folgendes machen. Dieses Feld hier, wo wir unsere Olivenpressen gebaut haben, möchte ich noch für ein zusätzliches Silo frei haben. Das heißt, wir bauen mal hier die 3 Olivenpressen auf. So. Die Landarbeiterlager können hier hin. Die können wir eigentlich auch schon bauen, oder? So und so. Und ja, wir produzieren jede Menge Olivenöl. Das können wir übrigens auch mal verkaufen. Aber wir können jetzt das hier erstmal abreißen. Das müssen wir auch abreißen. So leid mir das tut. Und dann bauen wir jetzt hier auch noch ein Silo auf. Dieses Silo wird natürlich nur Weizen annehmen. So, ja, das passt doch ganz gut. Ja, Olivenöl könnten wir jetzt verkaufen. Palanque kauft Olivenöl. Kauft denn noch jemand Olivenöl? Ja, unsere Kolonie Biminis kauft auch Olivenöl und verkauft uns Holz und Wein. Na komm, dann nehmen wir unsere Kolonie. Biminis, das passt hier hin. Ja. Ach, das wird immer weiter weg von unseren Produktionsstätten. So, hier brauchen wir aber jetzt ganz dringend einen Architekten. So, und dann verkaufen wir jetzt mal Olivenöl. Gut, also unsere Stadtkasse sieht bestens aus, da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ja, wir verschenken noch mal ein bisschen Wein. Hier, Jem kriegt mal ein bisschen Wein. Und Pfiff mal auch.
Oh, haben wir wieder ein bisschen Platz. Das Jahr ist gleich zu Ende. Wir kriegen unsere Tribute nämlich gleich wieder. So, wir brauchen allerdings hier auch nochmal einen Architekten. So, ja, haben wir gerne gemacht. Architekt kommt nochmal hier hin. So, wir nehmen unseren Wein an. Dankeschön. Ja, ja komm, bauen wir hier noch einen Architekten auf. Ja, und wir könnten Atlas nochmal fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, vielen Dank. Da ist er. Und zack, kriegen unsere Kunsthandwerker wieder jede Menge Baumaterial für das Heiligtum der Athene. Ja, wir haben jede Menge Olivenöl, was wir jetzt verkaufen. Allerdings müssen wir auch Olivenöl für unsere Kolonie zur Verfügung stellen. Das können wir schon direkt machen. Mit dem Marmor warten wir noch ein bisschen, weil den brauchen wir jetzt erstmal noch für unsere Heiligtümer. So, der Arbeitsmarkt, ja, das sieht nicht schlecht aus. Wir könnten schon mal im zweiten Wohngebiet eine Bibliothek bauen. Die passt hier hin. Ja, und Holz brauchen wir. Das habe ich jetzt ganz vergessen einzukaufen. Wir könnten aber Ampfer mal fragen, ob sie uns Holz geben. Ja, das tun sie, das ist auch nicht schlecht. Allerdings 9 Ladungen Holz. Ich befürchte, dass wir nur 6 Ladungen Holz bekommen. Schauen wir mal. Obwohl, da sehe ich gerade, wird eine Ladung Holz zum Heiligtum gebracht. Wie viel Holz haben wir denn noch? Fünftenmal Dank für das Geschenk. Bitte schön. So, wir haben wie viel Holz? 2 Ladungen. Oh, dann müsste das ja eigentlich reichen, wenn wir das Geschenk noch kriegen. So, ich möchte aber hier mal ganz kurz nach den Gefahren gucken, ob das reicht. Ja, das Silo wird jetzt gerade... Ja, das reicht. So ganz glücklich bin ich da noch nicht drüber. Da müssen wir noch irgendwo einen Architekten bauen. Ja, und hier müssen wir, glaube ich, auch noch einen Architekten bauen. Wir kriegen 6 Holzbretter, aber wir haben keinen Platz dafür. Und das ist schlecht. So, komm hier. In dem Warenlager für Wolle kann Holz eingelagert werden. Das geht relativ schnell dann zur Baustelle. Ja komm, dann bauen wir hier noch einen Architekten und hier. Und das ist die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um dir zu huldigen? Ja, Poseidon, das stimmt, aber wir haben jetzt jede Menge Weizen. Zu viel Meeresfrüchte ist auch ungesund. Ja, jetzt können wir das Holz annehmen. Wunderbar. Der Marmor ist schon angekommen. Das Tempelgebäude kann fertiggestellt werden. Und wir brauchen ja 8 Skulpturen, oder? Ja, noch 20 Ladungen Marmor und 8 Ladungen Holz. Haben wir die denn jetzt, die 8 Ladungen Holz? Ja, haben wir. Wunderbar. So, Skulpturen haben wir auch. Glaube ich genug. Da werden jetzt gerade 4 zum Heiligtum gebracht. 3 sind... Ne, jetzt sind es sogar 4. Okay, haben wir. So, wir haben Juni. Bald wird geerntet.
Und jetzt wird auch der Weizen von unserem Heiligtum, der mit Demeter, zum Silo gebracht. Das passt. Ja komm, dann bauen wir hier noch eine Weizenfarm auf. So. Ja, der Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Das reicht für das Heiligtum. Allerdings möchte ich dann die Olivenölproduktion noch ein bisschen erhöhen. Von daher können wir schon mal auf der Agora den Wollhändler hier etablieren. Ja, und jede Menge Marmor wird zum Heiligtum gebracht. Die 2 großen Statuen der Athene werden jetzt errichtet. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, wir brauchen noch 4 Ladungen Holz. Hier sind aber, glaube ich, nur 2 drinnen. Okay, mal eben holen. Ah ja, hier in dem Warenlager ist noch Holz. Ja, das können wir mal leeren. Ja, Aurikal produzieren wir ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Ja, und mittlerweile haben wir schon 3000 Einwohner in Autoch. So, da kommt jetzt noch das restliche Holz. Da müssen wir aufpassen. Die Elefanten transportieren immer nur 4 Einheiten insgesamt. So, da sieht man das. Jetzt kann er die Ladung zum Heiligtum bringen. Gut, dann müssen wir aber auch hier das jetzt ausschalten, dass hier kein Holz mehr eingelagert wird, wenn wir nachher welches Wer einkaufen. mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. Ja, Aphrodite, da hast du vollkommen recht. Trotzdem bauen wir kein Heiligtum für dich. So, und wir nähern uns auch allmählich der Fertigstellung des Heiligtums für Athene. Jetzt brauchen wir nur noch die 4 Ladungen Marmor für unseren Altar. Und da kommt auch die letzte Ladung Marmor. Sehr schön. Wunderbar. Das zweite Heiligtum, die Laube der Athene, ist fertiggestellt. Athene erscheint auch schon direkt. So, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Kunsthandwerkergilden können wieder abgerissen werden, werden ersetzt von Landarbeiterlager. So, dann bauen wir nämlich jetzt hier das aus. Die restlichen Flächen fruchtbaren Landes für unsere Olivenbäume. Ich glaube, jetzt haben wir sämtliches fruchtbares Land verbaut. Hier haben wir natürlich entsprechend noch den Hain mit Olivenbäumen am Heiligtum. Wir können jetzt noch hier eine Olivenpresse bauen. Hier und hier nochmal 2. So, dann haben wir insgesamt 8. Das sollte eigentlich reichen. Ansonsten erweitern wir einfach noch entsprechend mit weiteren Olivenpressen. Na, da wurde auch schon die erste Olivenpresse gesegnet von Athene. So, das können wir hier auch noch mit Straßen füllen. Wunderbar. Wir müssen jetzt nur noch das letzte Heiligtum bauen, nämlich das Heiligtum für Dionysos. Ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, denke ich mir, dass ich das Heiligtum für Dionysos hier hinbaue. Wenn wir später tatsächlich irgendwann mal Wein verkaufen, haben wir das hier sehr nah an unseren Pieren. Dafür würde ich diese Straße jetzt hier mal wegnehmen. Und das Heiligtum hier hin platzieren. So, dann nochmal drehen.
so würde ich es platzieren tatsächlich. Ja, das passt. Bauen wir die Straße einmal so und einmal so. So, können das so bauen. Dann können wir hier entsprechend Alleen errichten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hier muss ja kein Architekt hin, das heißt, die Sperre kann hier hingebaut werden. Dann kann diese Sperre weggenommen werden. So, und dann müssen wir natürlich wieder unsere Kunsthandwerker-Gilden aufbauen. Die können dann hier hin. Oh, verklickt. So. Ja, da brauchen wir nicht viel für. 31 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 2 Skulpturen. Die 2 Skulpturen haben wir schon im Warenlager. So, und hier können wir natürlich das Holz noch einkaufen. So, und hier können wir auch noch mal Atlas fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, wunderbar. Sehr wohlgesonnen ist er. Da ist er schon. Und verschwindet auch schon wieder. Ja, hier ist jetzt der Transport der Baumaterialien wirklich sehr kurz. Das heißt, wir können dieses Bauwerk schnell errichten. Ja, jetzt fehlt Holz, aber das kaufen wir jetzt hoffentlich bald ein. So, in der Zwischenzeit kurz gucken, was macht der Arbeitsmarkt. Sieht super aus, das kann so bleiben. Ein paar Verschönerungen noch. Säulen. Eine Weizenfarm ist eingestürzt, das ist schlecht. Warum ist diese eingestürzt? Ah, ich habe vergessen, hier das Stückchen Straße entsprechend zu bauen, damit wir einen geschlossenen Ring haben. Na gut. Ja, und das ist natürlich super. Demeter segnet hier die Weizenfarben. So können wir noch mehr produzieren. Das ist wirklich sehr, sehr effektiv. So, Weizenfarben kommt hier wieder hin. So, und unser Holz wird auch jetzt Gott sei Dank eingekauft. So, das reicht. Dann kann es jetzt hier weitergehen, Gott sei Dank. Na, für das Heiligtum brauchen wir noch ein paar Mitarbeiter. Parzellieren wir hier nochmal schnell ein paar Parzellen aus. Ja, wie gesagt, dieses Heiligtum wird recht schnell gebaut. Wir haben da jetzt nicht so viel an Material und die Wege sind super kurz. Die 2 Skulpturen werden zum Heiligtum gebracht. Jetzt können wir endlich auch Skulpturen verkaufen bei Xiliuf. Ja, das sieht gut aus. Die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Und damit haben wir die 3 geforderten Heiligtümer in Autoch auch errichtet. Wunderbar. Da haben wir jetzt unseren Heiligtum. Wir brauchen Mitarbeiter. Okay, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wandern ja jetzt jede Menge neue Bürger ein. Dionysos ist auch schon da.
Ja, ich werde jetzt erstmal noch kein Landarbeiterlager bauen, beziehungsweise, ja, ich baue hier 2 Lagerhäuser auf. Dieses hier soll Trauben annehmen, wenn wir Trauben wirklich mal entsprechend verkaufen können. Und hier wird jetzt Wein gefordert. So, und Weinkältereien brauchen wir jetzt noch nicht. Dann kann man nämlich dieses Warenlager jetzt hier auch entsprechend leeren und kann das entsprechend auch abgerissen werden. Das brauchen wir dann tatsächlich nicht mehr. Gut, wir kommen zum Ende unserer Episode. Das Einzige, was wir nämlich jetzt noch zur Verfügung stellen müssen, sind die 48 Marmorplatten für die Kolonie und die sind auch in unseren Warenlagern. Können wir sammeln und verschicken. Ja, und haben damit diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Welch wunderbare Sehenswürdigkeiten Autoch zu bieten hat. Gewaltige Heiligtümer zieren die Stadt und erinnern an den Ruhm der Götter. Natürlich zählen häufig auch die Götter selbst zu den Besuchern. Ein Anblick, der mit Freude erfüllt. Wem könnte es nicht gefallen, wenn Athene mit schnellen, festen Schritten Oliven pressen und Landarbeiterlager segnet? Und Demeter mit ihrem überquellenden Korb bietet einen wahrlich wundervollen Anblick. Und schließlich der unvergleichlich majestätisch dahinstolpernde Dionysos, der auf die Gesundheit aller Menschen anstößt, die ihm begegnen. Autoch ist wahrhaftig eine Stätte der Wunder. Doch deine Forschungsreisen sind noch nicht zu Ende. Du musst Autoch abermals in die Hände vom Plexor geben und in einem fernen Land eine neue Stadt gründen. Ja, eine sehr bautätige Episode haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ja, und wie hier uns schon gesagt wird, werden wir in der nächsten Episode eine weitere Kolonie gründen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.